Jetzt kommt der absolut gruseligste Teil. Jetzt bohren wir durch die Kopfplatte. Ich würde sagen, los geht's. Modern Guitar School ist online. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich. Mein Name ist Christian Moser. Ich bin seit mehr als 25 Jahren Profi-Gitarrist, Live-Studio. Ich leite meine eigene Musikschule in Wiesbaden sehr erfolgreich und ich möchte gerne mein Wissen und meine Erfahrungen hier in dem Kanal an euch weitergeben. Heute geht es um ein sehr spezielles Vergleichsthema, nämlich die Mechaniken bei einer Les Paul. Das sind hier oben diese Stimmmechaniken. Ich zeige die mal näher in die Kamera rein. So kann man es gut sehen. Das sind die klassischen Tulpen, sagen viele Leute dazu, die Gibson seit ewigen Zeiten verbaut. Und diese Gitarre wird umgebaut und bekommt heute die Grover Locking Mechaniken. Die sehen so aus. Genau. Also es wird etwas gruselig werden, sage ich gleich, denn ich werde hiermit durch die zuerst gezeigte R8, Les Paul R8, Kenner wissen, was das bedeutet, durch die Kopfplatte bohren. Also nichts für zarte Nerven und ihr dürft dabei sein. Ich werde das ganze Geschehen filmen und euch erzählen, was die Vor- und Nachteile sind. So, dann holen wir mal hier die Dame, die heute operiert wird. Vielleicht kleine Geschichte vorab. Dieses Instrument habe ich letzte Woche live gespielt und war klanglich völlig hin und weg. Also unfassbar gute Gitarre. Das Einzige, was wirklich genervt hat, ich musste bei jedem Song nachstimmen. Das Stimmen selbst war nicht richtig präzise. Also ich habe das Gefühl gehabt, die Tuner haben so ein bisschen Spiel. Dann bei extremen Techniken, also weiten Bendings und so weiter, haben sich die Saiten so ein bisschen verabschiedet. Und das kann einfach nicht sein, dass bei so einer Gitarre die Mechaniken eines der schlechtesten Teile sind. Deswegen habe ich mich entschieden, die Mechaniken zu tauschen. Wie bei meinen anderen Les Pauls, den meisten. Da sind Grover-Mechaniken drauf und ja, ich weiß, eine R8, da sind alle Teile ganz toll, historisch korrekt und so weiter. Aber ich spiele Gitarren, ich bin live viel unterwegs, sie müssen zuverlässig sein, sie müssen bei mir viel aushalten. Die stehen nicht in der Glasvitrine zum Anschauen und so. Deswegen habe ich mich dann doch entschieden, nach einigem Überlegen, dass ich hier meinen super Bosch Akkuschrauber mit dem 10 mm Senker ansetzen werde. Grund ist, die Löcher, die Bohrlöcher in der Kopfplatte bei der Les Paul R8 und bei vielen anderen beträgt etwa knapp 9 mm. Das heißt, ich würde mit den Mechaniken gar nicht hier durchkommen. Und ja, das treibt natürlich den Blutdruck etwas hoch. Aber da muss ich jetzt durch. Oder ihr müsst da auch mit durch. Denn diese Gitarre wird danach noch besser sein, als sie jetzt eh schon ist. Okay, dann schauen wir mal. Denn der Onkel Thomann hat ein Paket geschickt. Wow. Was mag da wohl drin sein? Gucken wir mal. So, mal schön hier. Okay. Das ist ja wie Weihnachten heute. Jawohl, und komm. So, ein paar gute Elixierseiten. Noch ein Paket. Wunderbar. Und da sind sie. Jawohl. Die Grover Locking Mechaniken. Herrlich. Gut, dann würde ich sagen, ran an die Patientin. Dann werden wir mal hier die Gitarre aufbohren. So, dann machen wir erstmal die Saiten runter. Seitenkurbel, 3 Euro, gute Investition. So, dann
drehen wir die Lady mal um. Gut, dann machen wir die Mechaniken hier mal ab. Im Prinzip nur ins Holz geschraubt, ganz simpel. Und man kann sie jetzt einfach rausziehen. So, und die letzte. Jetzt haben wir hier drin noch die Hülsen. Da stecken Metallhülsen drin. Vielleicht kann man die sehen. Die muss ich jetzt noch rausdrücken. Mal gucken, ob das von der Seite hier klappt. Dass man die ein bisschen rausstößt. Ja, kommt schon. So. So sieht das dann aus. So, alles klar. Ich habe das ja schon ein paar Mal gemacht, aber ich kriege jedes Mal Hitzewallungen dabei. Jetzt sind die Mechaniken und die Hülsen draußen. Und das Ganze hat funktioniert, ohne die Kopfplatte zu zerkratzen, wie man sieht. Und jetzt kommt der absolut gruseligste Teil. Jetzt bohren wir durch die Kopfplatte. Jawohl. Juhu! Wir sind durch und die Bude qualmt. Perfekt. Oh mein Gott. Ich glaube, das erspare ich euch. Die nächsten 5 Löcher. Und werde dann weiter filmen, wenn ich überall durch bin. Bis gleich. Okay, jetzt kommt mit der beste Moment. Nämlich das erste Durchstecken der neuen Mechanik. Auch ziemlich easy. Da gibt es hier die Scheibe und die Kontermutter. 10er Mutter, die sich hier reindreht. So. Brauchen wir noch den 10er Schlüssel. Da ist er. Und dann drehen wir das einfach hier etwas fest. So. Wunderbar. Läuft wie ein Panzer. Sieht so aus jetzt das Ganze. Hier ist natürlich noch nicht so viel passiert. Auf der Rückseite kommt noch die Holzmutter rein. Und dann sind das richtig gute Mechaniken. So, ich bohre mal weiter. So, jetzt bin ich durch. Habe schon mal 3 Mechaniken grob verschraubt. Es ging dann doch schneller, als ich dachte mit den anderen Löchern. Jetzt zeige ich euch mal, wie das läuft. Im Prinzip ganz simpel. Man steckt die Mechanik hier auf der Rückseite rein. Dann die 10er Schraube, die in das Gewinde greift von der anderen Seite. Die leicht ausgerissenen Bohrlöcher sind nicht so schlimm. Sieht man sowieso nicht. So, ganz grob anziehen. Und die nächste. Der gruseligste Moment ist natürlich immer das Bohren. Aber es hat mal wieder geklappt. Das ist wirklich aufregend und man gewöhnt sich nicht an diese Tätigkeit. Aber ich finde jetzt schon, die Ansicht dieser Rotogrips macht einen viel wertigeren Eindruck als diese komischen Tulpen. Wie gesagt, alles Geschmackssache. Ich will keinem hier was aufschwätzen. Ich möchte auch keinen verleiten, dass er das hier macht, weil wie ich das mache, sollte nämlich irgendetwas schief gehen, möchte ich nicht daran schuld sein. Von wegen, dass sich jemand angestachelt hätte. Zu irgendwelchen Bohraktionen an einer Les Paul. So, wie schön. Die
Schraube hier reinstecken und dann erstmal alles so ein bisschen dezent anziehen. Hier das gleiche. Die sind jetzt zum Glück korrekt gebohrt. Das hatte ich bei Gibson auch schon, dass da kreuz und quer gebohrt wurde und die ganzen Dinger schief standen und ich die erstmal ausrichten musste. Aber hier hat sich jemand Mühe gegeben. Und guck mal, hier noch eine Holzschraube extra. Das ist ja der Wahnsinn. Eine Reserveschraube. So, das ist noch ein bisschen schief. Die anderen 5 Löcher gingen zum Glück schneller. Ich weiß gar nicht, warum das beim ersten so lange gedauert hat. So, das Projekt Locking-Mechanik ist abgeschlossen. Gestern war schon die erste Show mit ihr im Hirsch in Nürnberg. Ausverkaufte Halle, total schöne Show. Draußen 1 Grad oder 0 Grad, in die Halle rein, 30 Grad, einmal gestimmt und ich hatte keinen Trouble mehr, musste nicht ständig nachstimmen. Das Ganze läuft jetzt viel stabiler. Ich zeige euch mal das Resultat. Also die Aktion hat sich völlig gelohnt, war mit Angstschweiß verbunden, habe ich euch ja gesagt. Hat man natürlich schon Angst um so eine Gitarre, aber sie ist jetzt viel wertiger. Es macht noch mehr Spaß, sie zu spielen. Ich finde sie optisch auch schöner, wobei das natürlich immer Geschmackssache ist ja klar. Es gibt natürlich auch viele Leute, die sagen, diese Vintage-Optik von den Tulpen gefällt ihnen besser. Alles klar, Geschmäcker sind verschieden. Möchte ich jetzt gar keine Schimpfkommentare haben. Jeder soll seinen Geschmack haben, überhaupt kein Thema. Sollte euch der Umbau gefallen haben und ihr konntet irgendwas rausziehen, lasst mir ein Like da, ein Abo würde mich total freuen, damit noch mehr Leute das Ganze mitkriegen. Den Link zu den Mechaniken setze ich unter das Video, falls ihr Interesse habt, das selbst nachzurüsten. Nächste Woche gibt es wieder ein paar Spieltechniken. Jetzt haben wir genug umgebaut, jetzt wird die Gitarre auch mal wieder gespielt. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage bis nächste Woche.